Hallo zusammen und willkommen zum vierten Teil dieses Bauberichts. In den vorigen Teilen haben wir das Panzermodell gebaut, bemalt und gealtert. Über die Figuren habe ich jetzt nichts Näheres erzählt, aber ihr seht, sie sind auch fertig. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, empfehle ich euch den zweiten Teil des Stalingrad Station Bauberichts. Da zeige ich das ziemlich detailliert, wie ich so 1:35er Figuren bemal, und es ist doch ziemlich aufwendig. Jedes Mal tut mir da recht schwer, das vernünftig darzustellen. Ihr seht, die Figuren sind sehr klein und da diese detaillierten Arbeiten zu dokumentieren, ist doch recht aufwendig. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ihr seht, das sind hier die Fußballspieler von Mini-Art, und die Base an sich ist auch relativ klein. Das ist so ein kleines Holzbrett, und ich denke, wenn ich hier einfach eine Wiese drauf mache, wird das reichen, weil wir hier vorne ja ein bisschen einen ebenen Platz brauchen, wo man eben Fußball spielen kann. Vielleicht kommt im Hintergrund noch ein bisschen Grünzeug, das weiß ich jetzt noch nicht. Schauen wir einfach mal, wie der Bau so läuft. Meistens plane ich da nicht so viel, sondern es passiert immer von ganz allein. Gut, um das Gelände ein bisschen zu gestalten, verwende ich von Staedtler Fimo Air Basic. Das ist so eine Modelliermasse. Wenn man da ein bisschen die Hände befeuchtet, kann man die sehr gut verarbeiten. Ja, und da knete ich jetzt einfach mal ein bisschen was drauf und forme damit das Gelände. Im Grunde genommen wird es einfach eine ziemlich flache Ebene, aber ein paar so, ich meine, kein Boden ist komplett gerade, es wird halt ein paar so Höhen und Tiefen geben, ein paar Senken, aber jetzt keine besonderen Geländeeigenschaften. Man wird wahrscheinlich mehrere Schichten von dem Fimo Air brauchen, denn beim Trocknen verspannt sich das dann ein bisschen und es kann auch Risse geben. Die füllt man dann Stück für Stück auf. Aber ja, das ist halt ein bisschen der Kompromiss, den man hier macht. Ich finde, gibt es da ein bisschen unpraktisch. Und das, weiß nicht, das verspannt sich eigentlich auch, und wenn das dann reißt, hat man oft größere Probleme. Und ich finde auch, die Anrührerei ist eine ziemlich Sauerei jedes Mal. Früher habe ich das oft verwendet, aber mittlerweile schätze ich doch die Modelliermasse. Da ist es doch relativ sauber und man hat auch wirklich Zeit, das Gelände zu modellieren, weil die Trockenzeit ist doch relativ lang. Muss sich also nicht beeilen. So, ihr seht, ich habe jetzt die ganze Platte mal mit einer unregelmäßig dicken Schicht Modelliermasse überzogen. Dass es hier zwei Farben sind, interessiert eigentlich nicht. Das war nur der letzte Rest von der Modelliermasse. Die neue Packung hat halt eine andere Farbe. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Gut, das lasse ich jetzt mal über Nacht trocknen, und wenn sich dann Risse gebildet haben, fülle ich die morgen und trage dann nochmal eine Schicht auf, um das Gelände noch ein bisschen weiter auszuarbeiten. Aber wir brauchen erstmal eine stabile Grundlage, und das ist eigentlich der Hauptzweck, der diese erste Schicht erfüllt. So, ihr seht, da hat es ein paar so Risse an der Oberfläche, aber das ist nicht so schlimm. Das schmieren wir jetzt einfach zu und tragen dann nochmal eine dünne Schicht auf, und dann sollte das eigentlich halten. Kann aber passieren, dass es nochmal ein bisschen reißt später. Das ist ein bisschen Erfahrungssache. Kommt auch darauf an, was man als Untergrund verwendet. Wenn man da als Styropor nimmt, dann muss man da schon 3-4 Mal die Risse füllen, bis es dann
eigentlich bleibt und nicht mehr aufreißt. Aber jetzt hier bei diesem Holzbrett ist es nicht so extrem. Okay, dann fangen wir mal an, den Untergrund zu gestalten. Wir haben jetzt mal ein bisschen Holzleim. Und ein bisschen Erde aus dem Garten. Das muss jetzt nicht so fein gesiebt sein. Ich habe das einfach so, ja, mehr oder weniger reingeschaufelt. Noch ein bisschen noch. Und dann kommt noch ein bisschen Wasser dazu, damit eben auch der Leim und die Erde sich gut vermischen. Und ja, wie viel Wasser man da dazu gibt, bestimmt auch wie der Untergrund ist. Wenn ich jetzt viel Wasser rein tue, dann gibt es eher einen schlammigen Untergrund, und bei weniger Wasser sieht es dann eher wie ganz normale trockene Erde aus. So, mischen wir das Ganze mal. Ja, war fast ein bisschen viel Wasser. Ja, tun wir noch ein bisschen Kleber dazu. Noch ein bisschen Erde. Ja, es wird schon besser, die Konsistenz. Richtig schönes Dreckbad hier. Gut, und das Ganze verteilt man dann auf dem Diorama. Die Menge wird jetzt natürlich nicht ausreichen. Das werde ich jetzt noch ein paar Mal öfter anmischen. Und da trägt mir jetzt einfach so eine recht platte Schicht auf, die eben den weißen Untergrund bedeckt, damit er eben nicht mehr durchscheint. Man könnte auch das Ganze irgendwie braun grundieren und dann die Erde auftragen, das ist eigentlich egal. So, ihr seht, die ganze Platte ist jetzt bedeckt mit der Erde. Und das ist jetzt auch noch nicht ganz trocken, und das ist auch ganz wichtig, weil wir wollen jetzt noch ein paar Kettenabdrücke reinbringen. Und wenn das schon ausgehärtet wäre, ging das ja nicht so gut. Deswegen nimmt man jetzt einfach das Modell vorsichtig und drückt es so ein bisschen in den weichen Untergrund. Ich meine, die Ketten dürfen ja ruhig dreckig werden, das ist ja egal. Auf der Fläche steht der Panzer ja, und das macht überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Dann sollte man sich auch vergewissern, dass das Panzermodell auch wirklich schön drin im Diorama steht und nicht auf dem Diorama. Also es muss wirklich ziemlich guten Kontakt haben, sonst sieht es einfach draufgestellt aus, weil der Panzer, der wiegt ja einiges, der drückt sich richtig in den Untergrund rein, und das müssen wir da möglichst gut reproduzieren. So ist schon mal nicht schlecht. Gut, jetzt merken wir uns die Position und tragen das Gras auf. Dann nehme ich einerseits von Heki so Gras aus dem Eisenbahnbedarf sozusagen, möglichst langfasrig natürlich, aber auch diese Grasbüschel,
sind von Fredericus Rex, da habe ich so ein paar verschiedene. Und ja, ich finde es eine gute Mischung, wenn man so von allem etwas nimmt. Und hier ist natürlich auch wieder gut, dass der Untergrund so nicht ganz trocken ist, weil dann bleibt das Gras auch gleich kleben und wir müssen nicht nochmal anfangen, das Ganze einzustreichen mit Holzleim oder so, das wird auch nicht gut aussehen. Das macht man einfach wie aus einem Guss, das ist am besten. Also erstmal so ein paar Grasbüschel. Die platziert man so willkürlich möglich, weil die Natur, die hält sich da nicht irgendwie an irgendwelche optischen Reize oder so dieses Diorama haben, sondern das Zeug, das wächst einfach wie es will. Und das machen wir hier genauso. Okay. Nehmen wir noch ein paar andere Grasbüschel, kleinere. Also die finde ich eigentlich hervorragend, die kann man auch gut für, ja, für die Figuren, was ich mache, verwenden, für die Bases. Sieht einfach ja, sehr realistisch aus. Aber jetzt so ein komplettes Diorama nur mit solchen Grasbüscheln zu machen, das ist auch ein bisschen teuer auf die Dauer. Deswegen bietet es sich an, das einfach ein bisschen zu mischen. Okay. Und jetzt nehmen wir noch ein bisschen was von dem Tiki-Gras. Verteilen es so ein bisschen. Also es muss jetzt kein englischer Rasen werden. Es soll auch an einigen Stellen auch die Erde drunter durchscheinen. Dann wäre es eigentlich ideal. Das drückt man dann auch ein bisschen an. Also das ist so eigentlich die einfachste Art, ein Diorama zu bauen. Ich denke, das kann eigentlich jeder zu Hause seine Werkstatt genauso machen. Man kann auch anderes Gras nehmen oder wie auch immer, aber im Grunde da ist jetzt eigentlich nichts dabei, was auch Anfänger überfordern könnte. Ja, so in etwa. Schön willkürlich alles platziert. Ja, bin ich jetzt mal einigermaßen zufrieden soweit. Gut, dann nehmen wir nochmal den Panzer, stellen den hier auf Diorama drauf. So, im selben Arbeitsgang können wir auch die Figuren platzieren. Das bietet sich auch einfach an, die ein bisschen in den noch weichen Untergrund zu drücken, damit sie, ja, das sieht einfach realistischer aus, wenn die im Diorama stehen sozusagen. Ich trage hier unten an den Füßen auch noch ein bisschen Holzkleber auf, damit sie einfach besser halten. Die würden so zwar auch kleben bleiben, aber nicht so dauerhaft.
wie wir das eigentlich wollen. Also sicher ist sicher. So. Hier mal 2 Kanister als Tor. Dann unser Torwart. Den stellen wir ein bisschen vor das Tor. Der geht ein bisschen raus aus dem Kasten. Dann den Ball. Ja, die beiden Spieler können gerne noch ein bisschen Abstand haben. Dann geben wir mal den Hund mal dazu. Hier. Und dann die 2 Spieler, die gerade in einem Zweikampf verwickelt sind. Das ist ein bisschen schwierig zu arrangieren. Aber wird schon gehen. So in etwa. So, jetzt muss das Ganze mal ein bisschen trocknen und als nächstes kommt dann die Abschlussbesprechung. Gut, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat der Baubericht gefallen und ihr konntet vielleicht auch was Neues lernen. Ich denke vor allem, ja, das Diorama sollte sehr hilfreich sein für die Anfänger im Dioramabau, weil einfach nichts Kompliziertes drauf ist oder zu machen war. Ich denke, Leute, die eher ein bisschen verschreckt sind, was Dioramabau angeht, kann es vielleicht ein bisschen weiterhelfen und vielleicht auch ein bisschen einen Punkt bieten, an dem man ansetzen kann, wo man dann mal eigene Experimente starten kann. Mir hat es großen Spaß gemacht, das zu bauen, wie immer, so soll es ja auch sein, ist ja Sinn und Zweck der Sache. Der Bausatz vom Panzer 38T war hervorragend, also kann ich weiterempfehlen. Auch die Figuren vom Masterbox sind super und ich hoffe, die machen auch weiter in der Zukunft so ungewöhnliche Figurensets rauszubringen. Finde ich gut und ich denke mal, das seht ihr genauso. Also schön, dann verabschiede ich mich von euch und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.